Es gibt Motorräder, die bringen dich von A nach B. Und dann gibt es Motorräder, die verändern deine Sichtweise darauf, wie du von A nach B kommst. Und genau so ein Motorrad haben wir hier. Eine Harley-Davidson Street Glide. Mehr nach dem Intro. Zeitsprung ins Jahr 2006. Willie G. Davidson, Chefdesigner und Enkel von einem der Harley-Davidson-Gründer, schaut sich die Tourenmotorräder der Marke an und sagt, die sind mir zu brav. Klar, die fahren gut und machen alles, was sie tun, machen sie gut, aber die sind mir zu brav. Ich möchte das, was die Jungs daraus machen, in ihren Garagen heimlich zu Hause. Und zwar den sogenannten Beggar-Look. Er schnappte sich also eine Electra Glide, riss alles Überflüssige ab, Touring-Pack, hohe Scheibe, es kam eine kurze Scheibe, Heck wurde tiefer gelegt und das war die Geburtsstunde der FLHX Street Glide. Ein radikaler Mix aus Custom Bike und Tourenmotorrad. Die Kundschaft war erstmal skeptisch, beziehungsweise die Kundschaft der typischen Tourenmotorräder. Ein Tourenmotorrad ohne Touring-Pack, ohne Sofakissen für einen Sozius, ohne hohe Scheibe. Aber die Straße lügt nicht und die Verkaufszahlen schon mal gar nicht. Dieser Look schlug ein wie eine Bombe und wurde das Aushängeschild der heutigen Baggerkultur. Aber was genau haben wir hier? Dies ist eine 2019er Street Glide Special mit dem 114 Cubic Inch Milwaukee 8 Motor. Ein Motor, der sehr potent ist, aber bei den Fans der Euro 3 Modelle halt am Anfang, wie jeder neue Motor bei Harley, so seine Probleme hatte. Es hieß, ja, der klingt nicht mehr so, der Sound ist nicht mehr so, die ist zu leise, die ist zu brav, die vibriert nicht mehr. Bla, bla, bla. Also das ganze Thema, wie halt wie gesagt bei jedem einzelnen Motor, bei jeder Motorengeneration, die neu ins Programm aufgenommen wurde. Die Leute, die damals Knuckle gefahren sind und es kam der Shuffle, dann hieß es, ja, das ist nicht mehr richtig Harley. Dann kam der Evo, ja, das ist nicht mehr richtig Harley. Dann kam Twinkham, das ist nicht mehr richtig Harley. Milwaukee, das ist nicht mehr richtig Harley. Es dauert halt immer so seine Zeit, bis das Ganze bei der Szene ankommt, bis die passenden Tuning-Custom-Teile auf dem Markt sind, bis man wirklich das Potenzial eines Motors erkennt. So ist nun mal die Harley-Gemeinde. Kann man nicht ändern, wird man nicht mehr bei den Menschen rausbekommen. Nach so vielen Jahren, wo der Motor nun auf dem Markt ist, wissen wir, mit Nockenwellen, mit Auspuffanlagen, mit Luftfiltern kriegen wir Leistung, kriegen wir Sound. In diesem Fall hier hält sich das Ganze in Grenzen. Dieses Motorrad ist zu 100% legal unterwegs. Bedeutet, wir haben hier noch Katalysatoren drin, wir haben einen legalen Klappenauspuff, wir haben einen Luftfilter mit Zulassung, der in Kombination mit dem Auspuff eingetragen ist. Also 100% legal. Merken wir das am Sound? Ja, merken wir. Natürlich hört sich dieses Motorrad nicht an wie ein Twinkham Euro 3 oder eine Evo. Das ist klar. Wir haben hier 4 Ventile pro Zylinder, nicht 2. Wir haben nicht 2 Nockenwellen, wir haben eine. Und das sind alles Dinge, die sich aufs Klangbild auswirken. Hört es sich deswegen schlecht an? Nein. Kann es sich besser anhören? Definitiv ja. Muss man es haben? Weiß ich nicht. Das muss jeder selber für sich entscheiden, ob er bereit ist, das Geld in die Hand zu nehmen. Und wir reden hier meist von 2.000 bis 3.000 Euro für einen Nockenwellenumbau mit Mapping. Und wir wissen alle, dabei bleibt es nicht. Es ist ja nicht nur die Nockenwellen. Dann kommt noch die Nockenwellenplatte, dann kommt noch die Ölpumpe, dann kommt das Mapping. Das läppert sich. Ob man dieses Geld ausgeben möchte für ein bisschen Sound, ja, da kommt auch Leistung bei rum, aber machen wir uns nichts vor, falsches Motorrad. Wir können gerne über Leistung reden im Thema Naked Bike, Supersport. Bei einem 400 Kilogramm Motorrad davon zu träumen, ja, ich habe jetzt 10 PS mehr und 15 Newtonmeter mehr und ich merke das brutalst, redet man sich meiner Meinung nach schön, weil man sehr viel Geld investiert hat. Aus diesem Grund, Leistung schieben wir auf Seite, bleiben wir beim Sound. Soundtechnisch klar, mit einer richtig fetten, scharfen Nockenwelle holen wir hier soundtechnisch richtig was raus. Aber nichtsdestotrotz, in diesem komplett legalen Zustand hört sich das Ganze gut an.
Hört es sich besser an wie 'nen Euro 3? Mit Sicherheit nicht. Das ist halt ein ganz spezielles Geräusch, was halt diese alten Motoren mit alter Abgasnorm, hervorbringen. Das haben wir hier nicht. Ich bin ehrlich, beim Fahren, musste ich mich echt reinhören, um den Unterschied rauszuhören zwischen Klappe geschlossen, Klappe offen. Ich muss dazu sagen, ich hatte dieses Gefühl nur, während ich auf diesem Motorrad drauf saß. Ich kenne das Motorrad und den Besitzer schon lange und, wenn wir uns zusammen unterwegs sind und der vor mir herfährt, hört sich das viel brachialer an. Wiederum, wenn ich zum Beispiel meine Euro 3 fahre, ist es so, egal ob ich drauf sitze oder dahinter stehe, davor oder 'n Kilometer weiter, man hört es deutlich, deutlich mehr. Nichtsdestotrotz klang es schön. Wir müssen auch weg von diesem Laut, weil einfach nur stupide laut klingt nicht immer gut, ne? Das muss schon ausgewogen sein zwischen Lautstärke und Klangbild. In diesem Fall ist es wirklich so, wenn man dahinter steht, wenn man mit dem Gas spielt, das Klangbild ist schön. Es ist dumpf, es ist so richtig so, da ist was hinter, da steckt was hinter. Es ist nicht sehr hellhörig, sondern wirklich sehr bassig, sehr dumpf. Das kennen wir halt von anderen Harleys anders. Die sind deutlich lauter, rotziger, dreckiger. Aber klar, wir sind hier in Europa. Die ganzen Leute in den USA, die haben da gar keine Probleme mit, weil die reißen den ganzen Kladatsch weg, hauen da eine Basani drunter ohne Cut und das Ding hört sich brutal an. Die brauchen auch keine Nockenwellenumbauten oder sonst was, um das Sound rauszubekommen. Sieht bei uns in Europa natürlich anders aus. Kann man nicht ändern. Aber lasst uns dieses Motorrad nicht nur auf den Sound reduzieren, weil dafür bietet es so viel mehr. In erster Linie bietet es Fahrkomfort. Fahrkomfort ist eine ganz große Sache, gerade bei den Tourern von Harley-Davidson. In diesem Fall ist es so, dass hier ein Wilbers Nivomat-Fahrwerk verbaut ist. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich habe in meiner CVO ebenfalls 'n Wilbers Nivomat drin und der funktioniert vorne an der Gabel nicht so gut wie hier. Ähm, also hier, wenn man damit fährt, das Fahrwerk schluckt gefühlt jedes Loch. Egal ob eine Unebenheit, eine kleine Bodenwelle oder wirklich ein Schlagloch, das Ding schluckt alles weg. Es ist super bequem. Sitzposition natürlich auch absolut fantastisch. Gerade jetzt hier ist ein 14 Zoll hoher Ape von LA Choppers verbaut, den bekommt ihr bei Thunderbike. Preis-Leistung phänomenal, der kostet nur 100, knapp 80 Euro. Allerdings Lieferschwierigkeiten, ne, weil ist halt sehr gefragt. Ähm, und mit diesem Lenker haben wir tatsächlich ein echt, echt, echt gutes Sitzgefühl. Also wir sitzen sehr gerade, sehr aufrecht, sehr bequem. Arme sind nicht zu hoch, sind nicht zu tief. Also da schlafen einem die Arme auf jeden Fall beim Fahren nicht ein. Es ist sehr angenehm. Also mit meinen 1,83 sitze ich hier wunderbar. Ne? Also ich merke es nicht im Rücken, ich merke es gar nicht. Äh, wir sind auch nicht zu weit hinten, sodass man dieses Sofa-Feeling bekommt. Also man ist hier sehr agil und kann das Motorrad wirklich sehr gut, ja, in die Kurve werfen, reagieren, machen, tun. Also das funktioniert schon alles echt gut. Zusätzlich haben wir hier natürlich noch eine kleinere Scheibe verbaut als die Originale mit so einem ganz kleinen Flap hier vorne, so ein Spoiler. Luftfilter ist von Thunderbike, wie schon gesagt, in Kombination eingetragen mit der Jackelenheit Klappenabgasanlage. Also dieses Roundup-Paket ist schon echt gut. Das ist wirklich ein Kilometerfresser. Da kann man sich ohne Probleme draufschmeißen, 1000 Kilometer fahren mit der Mutti und sich ein Käffchen und ein Mittagessen gönnen und dann 1000 Kilometer zurückfahren, ohne Rückenschmerzen, ohne gar nichts. Das funktioniert super. Deswegen, Harley ist halt eben nicht nur Sound, ne? Und, ich persönlich betrachte mich ja immer nicht als Harley-Fahrer. Ich behaupte immer von mir, ich bin Motorradfahrer. Ich fahre auch alles, was 2 Räder hat und hatte alles Mögliche schon in meinem Fuhrpark gehabt an Motorrädern. Und, ich höre das Ganze dann immer von außen so: „Ah, schlecht, langsam, dies, das, Ananas.“ Meistens kommen diese Sprüche immer von Menschen, die selbst so was noch nie gefahren sind. Meiner Meinung nach kann ich wirklich jedem nur empfehlen, fahrt so etwas mal Probe. Ihr bekommt ein ganz anderes Gefühl. Ihr dürft nicht an die Sache rangehen: „Ich möchte mich jetzt draufsetzen und ich möchte hier Kurven räubern wie mit einem 200 Kilogramm, 200 PS Motorrad.“ Das geht nicht. Das ist aber genau das Gleiche, wenn ihr euch in einen Ferrari setzt und mit dem fahrt ihr in den Wald als Förster. Das funktioniert nicht.
Genauso, ihr kauft euch einen fetten 2,5 Tonnen SUV und bewegt den auf dem Nürburgring. Das ist nicht dafür gemacht. Dieses Motorrad oder diese Art der Motorräder, da nehme ich auch eine Goldwing mit rein, sind gemacht, draufsetzen, vollpacken, beziehungsweise besser gesagt erst vollpacken, dann draufsetzen und fahren. Und dann nicht zur nächsten Eisdiele, sondern wirklich einen Roadtrip von 1000, 2000, 3000 Kilometern. Und dafür, wofür es gebaut ist, nämlich genau dafür, fürs Reisen, fährt dieses Motorrad extrem gut. Es hat Drehmoment unten sofort raus, man muss das nicht ewig drehen, das funktioniert alles wunderbar, der Verbrauch ist in Ordnung, es ist bequem. Das ist für dafür, was es gebaut ist, ein super gutes Motorrad. Es ist ja so, egal worauf man etwas im Leben bezieht, es gibt immer etwas, was besser ist. Es gibt immer jemanden, der in irgendetwas besser ist als man selbst. Wenn man selbst im Fitnessstudio 100, weiß nicht, 20, 130 Kilo Bankdrücken macht als persönlichen Rekord, dann sieht man am nächsten Tag jemanden im Fitnessstudio, der drückt 150. Ja? Und genauso ist es mit Motorrädern, genauso ist es mit Autos. Man hat etwas und denkt schon, ja, ich habe das Beste vom Besten, dann kommt trotzdem irgendeiner um die Ecke mit etwas, was halt besser ist. Besser für das, was es gemacht ist. Und wie gesagt, in dieser Art und Weise Motorrad ist das hier schon echt Nonplusultra. Wir können natürlich hier sagen, klar, es gibt noch Ausbaustufen, CVO, dies, das, ST und, ne? Die dann halt schon deutlich mehr auf Luxus und auf Performance getrimmt sind. Aber gerade in dieser runtergestrippten Special-Variante, wo man wirklich nur das Essentielle verbaut hat, wirklich nur das, was man wirklich braucht, ist das genial. Es ist ja so wie in Autos, man hat 25.000 Extras, man nutzt 99% davon niemals. Wir brauchen im Auto ein E-Fenster, wir brauchen Klimaanlage, wir brauchen eine Sitzheizung, eine Sitzbelüftung, vielleicht ein Multifunktionslenkrad. Alles andere ist unnötiger Schnickschnack, den wir eigentlich nicht brauchen. Und bei Motorrädern ist es genauso. Wir könnten jetzt hier auch 25.000 verschiedene Assistenzsysteme haben, die, sorry, da kommt gerade ein LKW. Wie gesagt, wir könnten 1000 Assistenzsysteme haben. Ne? Brauchen wir die wirklich? Weiß ich nicht. Im Fall wie zum Beispiel bei der Ducati aus einem der letzten Videos war es auch so, die hat Millionen Einstellmöglichkeiten. Im Endeffekt, man konfiguriert sich da vielleicht irgendwie ein individuelles Programm, man stellt es einmal ein, das war's. Im schlimmsten Fall, wenn es wirklich mega am Regnen ist, geht man vielleicht noch in den Regenmodus. Dann ist es aber auch gut. Ne? Und ich persönlich brauche das nicht und sehr viele Fahrer solcher Motorräder sehen das genauso. Wir haben hier ein ABS, das gut funktioniert und dann ist auch in Ordnung. Ja? Man sollte doch schon irgendwo Motorrad fahren können und wollen, weil wenn man ein Motorrad haben möchte, das alles für einen selbst macht, sorry, wo ist das dann noch bitte Motorradfahren? Ne? Also im Endeffekt, es liegt ja an uns. Es liegt in unseren Händen, Füßen, Körper, das ganze Ding zu bewegen, zu steuern. Gerade das macht es doch aus. Wenn alles nur noch einfacher, 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 weichgespülter wird, wo bleibt da der Spaß? Auf eine Sache möchte ich noch eingehen, weil das auch ein Riesenthema oder beziehungsweise zwei große Themen sind bei Harley-Davidson, die meiner Meinung nach sehr aufgebauscht werden. Eine Sache ist die Kupplung. Obwohl wir hier eine hydraulische Kupplung haben, hat man das Gefühl, sehr viele Leute heulen und die ist so schwer und bla und blub und ich krieg, keine Ahnung, Sehenscheidenentzündung und sonst was. Ne? Also in diesem Fall ist hier eine Hydroklatsch verbaut. Das ist hier super einfach. Ne? Ich zeige euch das gleich auch mal in einer Nahaufnahme. Man kann die hier wirklich mit dem Finger ziehen. Braucht man es? Weiß ich nicht. Also ich persönlich nicht. Ich habe bei meiner keine verbaut und mich stört es nicht. Und zweiter Punkt ist auch jetzt wieder ein Riesenthema, diese Schaltvereinfachung, dass man den Neutralgang einfacher findet. Ich bin schon so viele Harleys gefahren und ich hatte noch nie bei keinem Motorrad das Problem. Da waren Evos drunter, Twincams, Milwaukees, dass ich einen Neutralgang nicht reinbekomme. Ich würde das ja verstehen, wenn das irgendwie eine 50 Jahre alte Schaffel-Nackel, was auch immer ist, dass das da vielleicht ein bisschen schwerer geht. Aber wer sich auf so ein modernes Motorrad setzt und da den Neutralgang nicht findet, Leute, das zeigt mir eigentlich nur, dass ihr nicht eins mit diesem Motorrad seid. Weil ich setze mich jetzt auch hier drauf, das Motorrad gehört nicht mir. Ich setze mich drauf und dann direkt an der ersten Ampel
neutral ist drin. Ne? Also ihr müsst da euch schon ein bisschen reinfummeln. Ne? Ob man da jetzt wirklich für 50, 60, 70 Euro irgendwie so einen kleinen Adapter, CNC gefräst, eloxiert, bla blub braucht, weiß ich nicht. Ne? Ist meiner Meinung nach riesen aufgebauscht und gefühlt jeder produziert die Dinger jetzt mittlerweile für ein Apfel und ein Ei. Ist etwas, brauche ich nicht. Und ich meine, bräuchte von euch auch keiner, wenn er sich wirklich mal auf die Karre setzt und da ein bisschen rumspielt und einfach sich, ja, damit auseinandersetzt, einfach ein Gefühl für das Motorrad bekommt. Eine negative Sache ist mir aufgefallen, der Sitz. Der ist echt schlecht. Der ist zwar weich und bequem, theoretisch, alles cool und schön, aber durch diese Form, die der hier hat, diese Kuhle, beziehungsweise hier dieses Loch, ähm, ich zeige euch das mal. Wenn ich hier drauf mich setze und ich fahre los, sitze ich gerade, alles gut und schön. Mit der Zeit merke ich aber, kann aber auch am Stoff liegen, dass ich hier halt so reinrutsche. Ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera sieht, dass meine Hüfte hier so eine Drehung macht. Und dann sitze ich rein theoretisch bequem, aber mein Rücken ist hier extrem rund. Der ist rund wie ein Schildkrötenpanzer. Und in dieser Position, wenn ich dann durch ein Schlagloch fliegen würde, wie gesagt, der Wilbers Nivomat, der schluckt hier richtig viel. Wenn hier aber ein Serienfahrwerk verbaut wäre, wo wir alle wissen, das ist richtig bescheuert, ne? Dann könnte ich mir vorstellen, dass die Bandscheiben aber richtig Hallo sagen. Ja? Also entweder Sitz beziehen lassen mit irgendeiner Art Stoff, der halt nicht so flutschig, rutschig ist, oder halt einfach einen anderen Sitz montieren. Weil wie gesagt, dieses Eindrehen der Hüfte hier so, finde ich persönlich echt bescheiden. Ne? Also das gefällt mir gar nicht. Deswegen, den würde ich auf jeden Fall entsorgen und gegen was anderes tauschen. Ansonsten, extra technisch hält sich das Ganze hier echt in Grenzen. Wir haben einen LED-Scheinwerfer. Wir haben hier natürlich dieses Adapter-Gedöns für Gepäckträger, Sissy-Bar und. Normalerweise fährt der Kollege auch mit Sissy-Bar. Ich habe die jetzt mal bei ihm in der Garage gelassen. Ich mag das nicht. Und ansonsten hat er wirklich diesen Beggar-Look halt beibehalten. Also wirklich clean, ja. Also keine unnötigen Extras, die man nicht wirklich braucht und benötigt. Und ja, ansonsten gibt es hier halt nicht mehr viel zu sagen, außer optisch ist es ein sehr schönes Motorrad. Ich muss dazu sagen, die Farbe finde ich sehr nice. Ich hatte das schon mal angesprochen in einem Video von mir. Ich mag ja den, ups, hier ist ein Loch. Ich mag ja den YouTuber Shade Researchen. Ich hatte das auch schon mal bei einem Video von mir, von meiner CVO reingeschnitten. Der hatte mal eine Road King aufgebaut für wohltätige Zwecke und die hatte diese Farbe gehabt. Daher, wo mein Buddy das Motorrad kaufen wollte und mir die gezeigt hat, habe ich gesagt, ey, geile Farbe, mal was anderes. Wie alle mittlerweile wissen sollten, ich bin kein Freund von All Black. Ich mag halt coole, auffällige Farben. Und hier ist es auf jeden Fall so, das sieht man nicht an jeder Ecke. Und gerade der Kontrast mit dem Schwarz finde ich sehr schön. Ne? Es ist kein Metallic-Lack. Er ist sehr empfindlich, muss man dazu sagen. Also hier sieht man echt gefühlt jeden Kratzer drauf, wie es halt jeder ja, Baggerfahrer mal hatte. Kommt man da schon mal mit dem Schuh dran, wenn man halt sich draufsetzt oder absteigt. Manchmal hat man Glück und man sieht nichts und in diesem Fall hat man Pech und da muss der Kumpel demnächst mal professionell polieren lassen, weil er hatte sich einen miesen Kratzer reingehauen. Genauso hier hinten am Heckfender vom Verzurn ist das, meine ich, gewesen. Der war ja letztens in Österreich. Und ja, da sind auch ein paar Kratzer im Klarlack reingekommen. Das muss auch poliert werden, deswegen leider sehr empfindlich, der Lack. Aber sieht halt gut aus. Ne? Aber wie gesagt, gutes Poliervlies und jemand, der da Ahnung von hat, ein guter Detailer und so weiter, kriegt das auf jeden Fall ohne Probleme raus. Ja, deswegen passt auf euren Lack auf. Ebenfalls ein System, was ich selber auch nutze und ich echt nur jedem empfehlen kann, ist halt hier SB Connect. Funktioniert wunderbar. Also ich hatte Handys hier auch schon an meinen Rennmaschinen dran. Bin damit 300 Sachen über die Bahn geflogen und Handy ist noch da. Also von daher wirklich top. Ja, kann ich wirklich nur jedem wärmstens empfehlen. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt eine kleine Runde und hören uns das Ganze mal soundtechnisch hier ein bisschen während der Fahrt an. Ich muss mal gucken, ob ich gleich noch mal einen Soundcheck mache im Stand, weil ehrlicherweise weiß ich nicht, ob das viel Sinn macht.
Der Klangunterschied im Stand ist sehr marginal. Deswegen werde ich das Mikro gleich mal hier hinten am Fender befestigen und dann während der Fahrt mal ein bisschen aufnehmen. Ich denke, das macht hier deutlich mehr Sinn. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich während der Fahrt. Willkommen auf der Streetlight Special. Und was kann ich euch schon mal vorab sagen? Es fährt sich sehr angenehm. Also wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier 400 Kilo fahrfertig und merken tun wir davon herzlich wenig. Also zumindest, wenn man Harleys gewohnt ist, merkt man hier herzlich wenig. Natürlich klar, wenn man von einem Naked Bike oder von einem Supersportler kommt, die 200 Kilo wiegt, kommt das einem sehr behäbig vor. Für jemanden, der mit schweren Motorrädern vertraut ist, merkt man hier nichts von. Also es fährt wunderbar. Man kann die sehr schön hier in die Kurve legen. Gerade durch diesen hohen 14 Zoll Ape geht das spielend leicht. Beine fest und Tank umschlossen. Dann kann man hier richtig schön auch aus der Hüfte das Ding so positionieren, wie man das gerne hätte. Das Wilbers-Fahrwerk macht, was es soll. Es bügelt hier alle Bodenwellen ganz entspannt weg. Ich muss auch dazu sagen, vorne in der Gabel finde ich das Wilbers hier in dem Fall richtig gut. Manche von euch haben das Video von meiner Road King CVO gesehen. Da ist ebenfalls ein Wilbers Nivomat verbaut. Ich bin da sehr unzufrieden mit dem Fahrwerk, zumindest in der Gabel. Also hinten die Dämpfer sind ein Traum. Aber hier ist wirklich mega gut. Das funktioniert einwandfrei. So, Thema Motor. Motor macht absolut, was es soll. Wie schon gesagt, wir haben hier den 114 Cubic Inch großen Milwaukee 8 verbaut. Und der hat Dampf und der hat richtig Dampf. Ne? Also Drehmoment kommt sofort. Wir sind jetzt bei 2500 Umdrehungen und knapp über 60 km/h. Man zieht hier am Hahn und das Ding marschiert. Also jeder, der irgendwie meint in der Harley, dass die Dinger haben keine Leistung, die sind langsam und, das ist totaler Quatsch. Also ich hatte jetzt den Gashahn nur minimal offen, das war noch nicht mal voll aufgedreht und das Drehmoment ist sofort da. Man muss das einfach immer bedenken, im Kopf haben. Wir haben hier Drehmoment von 160, 170 Newtonmeter, je nachdem welche Harley wir haben, sogar mehr wie 180 Newtonmeter, sofort da. Wir müssen das Ding hier nicht drehen auf 7, 8, 9, 10.000 Umdrehungen wie ein Supersportler. Ja? Und da vertun sich die meisten, die immer sagen, das Ding ist langsam, bla bla bla. Nee. Ihr guckt die Leistungsangaben an und ihr seht da 100, 105, 95 PS und denkt euch, was ist das? Ja? Aber dass die Karren oft das Doppelte an Newtonmeter haben wie eure Supersportler, das bedenkt ihr nicht. Und wie gesagt, guck mal hier, 2500 Umdrehungen. Das Ding ist da. Ja, ich kann jetzt auch in den 4. Gang schalten, das Ding ist da. Ich kann den 5. Gang schalten, das Ding ist da. Also Leistung ist hier auf jeden Fall mehr als ausreichend. Natürlich darf man nicht vergessen, wofür diese Motorräder gebaut sind, oder im Speziellen dieses Motorrad hier. Das ist ein Tourer. Ja, man soll sich hier draufsetzen, die Koffer vollpacken, am besten noch seine Lady hinten drauf und dann irgendwie 1000 Kilometer in den Sonnenuntergang fahren. Ankommen, ein Käffchen trinken, lecker was essen, sich auf die Karre schwingen und wieder 1000 Kilometer nach Hause fahren, ohne Poposchmerzen, ohne Rückenschmerzen, ohne dass die Bandscheiben wehtun oder die Handgelenke oder sonst irgendwas. Ja? Das Ding ist gemacht, um bequem gut zu reisen. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ne? Wenn man hier irgendwie Rennen gegen sich selbst fahren möchte, dann ist das auf jeden Fall das falsche Motorrad. Dann müsst ihr euch woanders umschauen. Ne? Aber
dieser Spruch, zu wenig Leistung, keine Leistung, schwer, langsam, bla bla, das ist totaler Quatsch. Wir dürfen auch nicht vergessen, wir befinden uns immer noch im Straßenverkehrsbereich. Ja? Wir sind hier nicht auf der Rennstrecke. Das vergessen, ich weiß, die meisten Motorradfahrer, diese Sprüche von wegen, ja, Organspender und, die kommen ja nicht von ungefähr, das wissen wir alle. Es ist nun mal ein gefährliches Hobby, selbst wenn man sich an die Straßenverkehrsordnung hält. Aber ich kann nur jedem ins Gewissen sprechen, Leute, wenn ihr wirklich heizen wollt und vor allem, wenn ihr euch selbst was beweisen wollt, um zu sehen, ob ihr wirklich gut fahren könnt, fahrt auf der Rennstrecke. Nehmt eure Karre, fahrt auf der Rennstrecke, tobt euch da aus und im normalen Straßenverkehr fahrt bitte anständig. Ja? Keiner, also wie gesagt, wir werden jetzt hier nicht nehmen und anfangen mit Steinen zu werfen. Ne? Also wie gesagt, jeder, der im Glashaus sitzt, soll nicht mit Stein werfen. Jeder ist schon mal ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Solange das Ganze sich im Rahmen hält, also wirklich diese obligatorischen 10, 15 km/h, sage ich mal, ist das alles Toleranz. Ne? Wenn man mal geblitzt wird, dann tut es auch nicht so weh. Da fliegen keine Punkte, dann ist das alles noch irgendwo vertretbar, würde ich behaupten. Aber alles, was jetzt wirklich voll unter die Gürtellinie ist, also wirklich bei erlaubten 70 mit 150 irgendwo herheizen, ne? Leute, lasst es. Fahrt auf der Rennstrecke, holt euch so einen Wochenendpass, düst da an mit 2 Sätzen Reifen, zeigt, was ihr könnt, tobt euch aus und auf der Straße normal und anständig fahren. So, das war das Wort zum Sonntag, um euch ein bisschen ins Gewissen zu reden. Am Ende muss jeder selber wissen, wie er fährt. Und Musikanlage. Musikanlage ist ein Riesenthema hier bei diesem Fahrzeug, weil das mit einer der ausschlaggebenden Gründe ist, warum Leute das kaufen, weil sie da richtig Bock haben, halt jetzt hier aufzudrehen. Ich mache jetzt Musik an. Die ist copy-free, also wegen Musikgeschmack brauchen wir uns jetzt hier nicht streiten. I know what you mean. TikTok, push them out if you just wanna be a G. They hate to be alone, but it's exactly what they need. So tell these motherfuckers they can get in when I leave. I don't want the shit. Also wie ihr hört, ich hoffe man hört es, die Anlage macht was sie soll. Also der Sound ist sehr gut. Ich bin das Motorrad gestern über die Autobahn zurückgefahren, habe das mal ein bisschen spielen lassen, also bis 120, 130 versteht man hier wirklich alles klar und deutlich. Also die Anlage macht, was sie soll. Klar, ausbaustufentechnisch ist hier auch ganz viel möglich. Hier in dieser Special-Variante haben wir halt nur Boxen in der Fairing drin und die machen schon ihren Job sehr gut. Es gibt natürlich Ausbaustufen mit noch zusätzlichen Boxen hinten in den Koffern drin, in den Deckeln. Dann gibt es natürlich auch welche, die haben die Beinschilder verbaut, da sind dann auch nochmal Boxen drin. Es gibt Zubehörboxen, die könnte man hier vorne an der Crashbar dran machen. Verstärker, endstufentechnisch kann man auch natürlich ganz viel machen. Meiner Meinung nach, gut, das ist halt alles Stauraum, den man halt verschwendet, weil wenn ich mir ein Motorrad mit Koffern kaufe, dann möchte ich natürlich halt Stauraum. Also meiner Meinung nach, das hier ist absolut ausreichend für jeden, der halt ein bisschen Musik haben möchte. Ich persönlich brauche es nicht. Wenn ich Musik hören möchte, dann mache ich das über Sena. Ist natürlich auch alles Zusatzgewicht, was hier vorne am Lenker hängt. Ist natürlich Technik. Technik ist schwer, Boxen sind schwer. Ich weiß, das Radio ist ein Riesenklopper. Also von daher, wenn man es mag, why not? Ich brauche es nicht, daher no. Aber cool ist es auf jeden Fall für die Leute, die es mögen. Ja, meine Lieben, ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein sehr schönes Motorrad, das lässt sich sehr schön bewegen. Es macht das, was es soll. Macht es gut, oder zumindest das, wofür es gebaut wurde, macht es sehr gut. Es ist bequem, definitiv langstreckentauglich. Es lässt sich sehr einfach bewegen. Also das Thema hatten wir ja auch schon. Also nicht erschrecken vor diesen Zahlen, oh, 400 Kilo, UAAA. Ne? Also wenn man auf dem Parkplatz weiß, okay, pass mal auf, ich muss so und so parken, also jetzt nicht irgendwie ja, leicht bergab, vorwärts einparken, weil dann wird das Rausfahren rückwärts schwierig. Aber wenn man das vorher weiß, und das weiß man, wenn man so ein Motorrad hat, den Fehler macht man, wenn dann nur einmal und muss dann um Hilfe
bitten, hör mal, könntet ihr mich da vorne aus der Parklücke rausschieben? Dann parkt man da dementsprechend nächstes Mal vernünftig und hat da auch keine Probleme. Und ansonsten merkt man das Gewicht hier halt nicht. Ne? Also man kann das, wie gesagt, hier easy peasy aus der Hüfte halt positionieren. Also es fährt super einfach. Ne? Wie gesagt, das ist halt immer so ein Thema. Die Leute sehen diese nackten Zahlen und sind dann direkt schockiert, wenn sie sehen, guck mal hier, so eine, keine Ahnung, Yamaha MT-07 wiegt dann irgendwie 170 Kilo und dann hat man hier so einen 400 Kilo Klopper und denkt sich, oh. Merkt man nicht. Also wie gesagt, gewöhnen tut man sich eher an alles. Und wie gesagt, sobald man hier einmal im Flow ist, dann ist das alles total geil. Ne? Also man gleitet hier ganz entspannt durch die Kurven, hat halt hier seinen Spaß. Ne? Also das ist alles easy. Ne? Also keine Angst, wie gesagt, vor großen, schweren Motorrädern. Da, hoppala, Kollege. Ja, das ist geil. Das macht Spaß. Also so viel zum Thema Harley und langsam. Ja, also das macht schon alles super Spaß hier. Von daher, ich kann jedem, wie gesagt, immer nur empfehlen, fahrt mal sowas Probe. Nehmt euch die Zeit, fahrt zu einem Händler, macht da eine Probefahrt, tastet euch da langsam halt ran. Und sobald ihr merkt, so ja, ich habe jetzt ein gutes Gefühl, das passt schon, ne, dann könnt ihr auch mal hier ein bisschen den Hahn aufdrehen und das Ding auch fliegen lassen. Das macht halt schon Spaß. Gut, dann würde ich sagen, sind wir hier fertig und wir sehen uns jetzt beim Auto. So, meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Jetzt muss ich aber wirklich trotzdem noch mal eine Sache ansprechen, und zwar YouTube funktioniert halt, wie es funktioniert. Aus diesem Grund muss ich euch leider bitten, ein Follow dazulassen. Am besten auch noch ein Like und einen Kommentar, weil sonst funktioniert dieser ganze Quatsch mit Algorithmus und nicht. Und das geht halt alles hier unter. Es kostet euch gar nichts, wenn ihr da auf den Knopf drückt. Mir würde das natürlich sehr helfen, wenn der Kanal wächst. Aus diesem Grund liken, kommentieren, abonnieren. So, mal schauen, was nächste Woche hier steht. Bis jetzt habe ich noch keine genauen Pläne. Ich habe da zwar 2, 3 Sachen offen, aber wie das halt immer so ist mit der Zeit. Ich sage mal so, lassen wir uns überraschen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagnachmittag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.